So, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video hier auf dem Kanal, der sich rund um die Mercedes-Klassiker der 70er, 80er und 90er dreht. Wenn ihr noch bis jetzt kein Abo habt über diesen Kanal, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, unten auf die Abonnierfläche zu drücken und am besten gleich auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein zukünftiges Video. So, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute das Radlagerspiel der Vorderachse beim 107er einstellen, dass das soweit passt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro. Bleibt auch bitte bis zum Schluss dran. Da blende ich euch die ganze Teilenummer noch ein, hier von der Radaufhängung, von der Radnabe, von dem Radlager. Dann kriegt ihr das auch noch mit. Also bleibt bis zum Schluss dran und dann sehen wir uns gleich. So, wir haben jetzt hier die Staubschutzkappe von unserem Radlager schon entfernt. Es gibt spezielle Abzieher, um diese Staubschutzkappe zu entfernen. Ihr könnt aber genauso gut, wenn die hier so draufsteckt, mit dem Schraubenzieher hier dazwischen fahren und dann diese Staubschutzkappe dann aufstemmen und dann vielleicht mit leichten Hammerschlägen die dann zu euch raustreiben. Dann kriegt ihr die ab, die steckt jetzt nicht so wild drauf. Was man jetzt hier schon sieht an der Alte, habe ich jetzt hier lauter bröckeliges Fett drin, auch unterschiedliche Fettsorte, wie man jetzt hier sieht. Man hat da wahrscheinlich einfach nur im Rahmen der Wartung diese Kappe weggemacht und einfach frisches Fett drauf, ohne das Alte abzutragen. Das geht natürlich nicht. Mischt bitte keine unterschiedlichen Fette miteinander, das kommt nicht gut. Die Betriebsstofffreigabeblätter für die Wälzfette bei Radlager gibt Mercedes frei auf dem Betriebsstoffvorschrifteblatt 267, blende ich euch jetzt ein und dann benutzt ihr Fett aus dieser Liste. Als nächstes wollen wir jetzt diese Radiosignal-Entstörfeder jetzt hier abziehen und dann werden wir die Sicherungsschraube hier aufschrauben, damit wir unser Radlager an sich drehen können. Dazu nimmt ihr einen 5er Imbus und fahrt hier rein. So. Wenn ihr die Schraube gelöst habt, dann könnt ihr hier die Sicherung etwas aufdrehen. Und wenn ich jetzt an meiner Bremsscheibe schon rüttel, merke ich jetzt, dass das Radlager etwas Spiel hat. Um das Radlagerspiel richtig einzustellen zu können, werden wir jetzt den Reifen montieren hier drauf und dann mit dem Reifen das Spiel einstellen. So, unser Rad ist wieder montiert und wenn ich jetzt an dem Rad rüttel, dann merkt man noch und hört es auch, das leichte Spiel. Und jetzt kann ich hier mit der Flachzange hier reinfahren und kann die Sicherungsschraube etwas festziehen. Und wenn ich jetzt am Reifen rüttel, ist das Spiel weg, ich höre nichts mehr.
und ich habe mein Radlager vernünftig eingestellt und kann jetzt die Sicherungs-Imbusschraube kann ich festziehen, damit die sich auch nicht mehr löst. So, mein Radlager ist jetzt eingestellt. Ich ziehe jetzt hier noch den Imbus fest, damit sich die Sicherungsschraube hier nicht mehr dreht. So, kann jetzt hier vorne wieder meine Radio-Entstörfeder wieder drauf drücken. So, nimm meine neue Staubschutzkappe hier und mach komplett hier bis zu dieser Rille alles voll mit dem Wälzfett. Nimm einen Gummihammer. So, das war es im Prinzip schon wieder. Wir haben jetzt das Radlager eingestellt. Ich habe das gemacht anhand dem montierten Reifen. Manche stellen auch das Radlagerspiel nur mit der Bremsscheibe ein, aber meines Erachtens reicht es nicht ganz. Und wenn dann der Reifen montiert ist und das Auto wieder auf seine Schlapper steht, könnte das Spiel dennoch zu groß sein, und wenn er dann zum TÜV kommt und die an dem Reifen rumzerrt und sich dann ein Spiel feststellt, ja, dann könnt ihr die ganze Prozedur wieder von vorne anfangen. Deshalb montiert den Reifen hin, ist ein bisschen mehr Aufwand, um das Spiel einzustellen, aber ihr habt dann auch den richtigen Abstand im Radlager drin von der Zentrierschraube bzw. von der Sicherungsschraube vorne, und dann gibt es da auch kein Spiel mehr und das Ganze funktioniert einwandfrei. So, bleibt jetzt bitte noch dran, ich blende euch jetzt die ganze Teilenummer noch ein, und dann bedanke ich mich wahnsinnig für das Interesse und fürs Zuschauen, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch der Content hier, der hier vorgestellt wird, gefällt, und teilt auch sehr gerne das Video, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao.